Michael Schad von SRD Sports. Heute entführen wir euch in eine Reise, die nach Bosnien führt. Die SWT Youngster Gruppe, würde ich jetzt mal dazu sagen, die war unterwegs auf 2 Boxern und einer DR Big. Naja, es gibt halt immer irgendwie Leute, die Abgründe wahrnehmen. Danke an den Stefan Hessler. Der Johannes auf der 156 und der Vincent auf der 132, glaube ich, der jetzt auf Weltreise unterwegs ist, gerade im Iran. Die hatten da so eine kleine Testtour gemacht nach Bosnien, schon mal vor der Bosnien-Rallye, um zu schauen, ob das auch funktioniert mit den Böcken. Die hatten einige Probleme unterwegs und einiges erlebt. Und jetzt gibt es den Teil 1 von den 3 Jungs. So, jetzt machen wir mal hier das Intro zum Anfang, oder? Das ist jetzt die Bosnien-Tour 23 gewesen, ne? 23, ja. 23, ja. 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 Also ich fange einfach an. Ich bin der Johannes, hallo. Ich bin der Jan und das ist Nikos. Hallo, ich bin der Vincent. Ja, warum ist der Vincent jetzt eigentlich nicht hier auf dem Sofa? Das muss man vielleicht auch mal erklären. Weil wir ihn rausgemobbt haben. Ja, er hat noch keinen Bock auf den. Als kleine Übersicht für die Leute, ne? Ich bin momentan in der Türkei und die anderen 2 Dullis hocken bei sich zu Hause. Und wir versuchen hier das technisch irgendwie hinzubekommen, dass ich das Video sehe und gefilmt werde und dass sie das Video sehen und gefilmt werden und wir gleichzeitig telefonieren. Das klingt jetzt übelst einfach, ist es aber auch nicht. Ne, überhaupt gar nicht. Warum bist du jetzt nicht hier? Also hast du schon erklärt, ich habe das nicht gehört. Achso, ja, ich bin momentan auf meiner Weltreise. Ich bin vor knapp 3 Monaten losgefahren und deswegen bin ich jetzt nicht da. Ja, und die Tour im Mai war quasi so ein kleiner Preview zum Testen, ob's Moped funktioniert und meine Ausrüstung und so. So, jetzt ist 8 Uhr. Da vorne ist die Garitzer Kirche. Ich bin jetzt einmal nach Stralsbach gefahren, wieder zurück. Der Jan hat seinen Schlafsack verloren und findet den auch nichts mehr, weil er den halt nicht festgemacht hat. Jetzt hat er in Stralsbach erstmal eine geraucht und ich warte jetzt hier noch eine Viertelstunde, weil es ist ja erst 8. Und eigentlich wollte ich ja um 5 losfahren. Und so, jetzt sind wir hier in Rosenheim, da ist jetzt der Vincent, der alte Indianer. Der Jan ist auch da haben wir uns gerade eine Pizza reingeworfen. Und jetzt geht's Richtung Z. Der Vincent hat natürlich seine Aufkleber vergessen auf Moped. Tag 1 immer noch ein bisschen müde sind wir. Jan hat noch Bock. Erzähl mal was. Oder? Erzähl mal was. Ja, Moped läuft immer noch irgendwie, ne? Okay, wo sind wir jetzt? Ganz komisch, wir sind in Rosenheim. Wo ist das? In Bayern. Ganz unten, oder? Ja. Und erzähl noch irgendwas? Ja, wir fahren jetzt mal entspannte 4 Stunden noch. Ey, welche ist eigentlich schneller von den beiden? Ah. Du hast du das Zeit? Ha? Du hast du das Zeit? Dritte!
Schienbein. Ah, Egal. sieht geil aus, wenn man neben dir fährt, die ganze Fern, Alter, mit dem Regennebel. Ja, schon. Der andere schläft gerade noch, oder was macht der? Hä? Schläft der andere noch, oder? Also, noch mal kurz heim, hat was vergessen. Gut, das war's dann. Da kommt er. So, ich wärme mir hier die Hände. Vincent tritt sein Moped. Wer sein Moped liebt, der tritt, gell? Ja, für die Jungs ist das jetzt komplettes Neuland. Der Vincent hat sein Motorrad frisch aufgebaut. Da kann das mal passieren, dass man seinen Krümmer verliert. Toll ist es nicht. Habe ich alles schon gehabt, dass ich Teile verloren habe unterwegs und reparieren musste. Das Coole ist, dass er unseren Schlüssel dabei hat und dass er das selbst flickt. Der Meister hinterher ist, sehr gut. Geil. So, kurz warten, bis ich ihn anfassen kann. Oder? Das Problem ist, dass unten auch los ist am Stammler. Ja, warte. Nein! Ja, Achtung, heiß. Geht. Geht? Geht. Achtung, heiß. Pfiuh. Wo ist der Jan? Da ist der Jan. Hallo Jan. Hallo. Wie gefällt's dir? Solche Probleme hat er ja nicht mit seiner Reisschüssel. Ne, Nämlich, was hat der für Probleme? Vergaser läuft nicht. Ja? Ich habe um jede Kurve mit Kupplung gezogen und dann so ganz viel Gefühl. Ja. Weil du Aber zu viel Leistung hat einfach, ne? Die hat so viel Leistung, man musste echt aufpassen. Das ist ein richtiger Dampfhammer. Ah, auch Motorräder. Geil. Was sagst du? Ist heute Nacht trocken? Wir pennen draußen oder pennen wir in einem Airbnb oder in einem Hotel? Ich habe gerade mal geguckt, mein Schlafsack ist nass. Ah, perfekt. Ja, Ich glaube, meiner ist noch trocken. ja, ich habe gesagt, Airbnb. Vincent, was sagst du? Draußen pennen oder Airbnb? Weiche Eier, wir fahren durch. Ich enthalte mich. Es ist so geil. Ein Scheißhaus, noch eins und ein Reisbomber. Ein Traum. Ein Traum. Irgendwo in Österreich. Wo ist der? Was ich krass fand in dem Tunnel, Jan sein Moped hat halt mies Ah, gescheppert. jo. Also der eine Knall, da habe ich richtig den Druck in der Brust, den Druck von einem Knall. Der Kolben fällt einfach gleich raus. Das ey. war Das so kann nicht hardcore. funktionieren. Ich war ja ziemlich weit vorne. Alter, das war so abartig die ganze Zeit im Hintergrund, dieses Knallen. Ich weiß noch, der in der Hütte drin, ne, diese Kassiererin oder der Kassierer, der hat mir zweimal gesagt, bitte alle gleichzeitig losfahren, achtet darauf. Und ich, bevor ich sagen konnte, macht er die Schranke hoch und ihr beide bam los und ich noch Handschuhe und nicht an und alles. Also Leute. Man sieht auch immer schön, wie man durchdreht. Es war so unglaublich glatt, also auch mit den Reifen. Wir hatten ja wirklich so Cross-Vollstollenreifen drauf. Das war ganz herrlich, eigentlich so im Trockenen ein bisschen so quer zu fahren, aber bei Nässe war es halt echt hardcore. Das ist immer das Problem, da werden wir auch oft darauf angesprochen, welche Reifen nehme ich eigentlich auf der Tour. Grobe Reifen sind im Gelände auf jeden Fall das Beste, aber auf so einer Straßensequenz muss man aufpassen, man sieht diesen Schlitterer, den der Vincent da macht, wo er fast runterfällt vom Motorrad. Und das ist halt die Gefahr, die ein grober Reifen mit sich bringt, und bei dem Wasser, was ihr auf der Straße gehabt habt, gibt es eigentlich gar keinen richtigen guten Reifen. Am Hang. So geil. So geil.
Fährst du? Es ist kalt jetzt. Ja? Es ist kalt. Ja, ist dann gleich drüben, oder? Ja, es sind noch 38 Minuten. Auf geht's! Jetzt sind wir gerade 3 Meter in Italien. Sau lustig, sau lustig. Die Füße sind nass, die Hose ist bis hier nass und nach oben ist alles warm bis auf die Hände. So, Airbnb gebucht. Hände gleich auf die Zylinder, die Handschuhe. Dann werden die wieder schön warm. Und das ist Wahnsinn, ey. Ich könnte echt Verkäufer sein für so eine Isolationsjacke. Ich sehe zwar nichts mehr, aber ist egal. Es ist kalt. Schnell. In 2 Minuten zur Bücher der Liebe. Und da fahren wir jetzt hin, weil wir sind alle nass. Und dreckig und kalt. Jetzt das Schild, da steht Uschendorf, da waren wir letztes Jahr auf dem Weg nach Sardinien. Bleibt da der Herr Bratke. So, moin. Heute hier Tag 2 jetzt. Da liegt das ganze Zeug von uns. War alles nass. Das war alles nass. Der Föhn hat richtig gelitten da. Nicht nur der Föhn, ey, was da für Gestank aus den Stiefeln rauskam. Zeigen. Hier unten drin gefunden und haben das mal gebucht. Die Übernachtung erinnert mich an meine erste Zeit, in der ich allein unterwegs war. Auch immer wieder losgefahren und gerade im Regen losgefahren. Und dann ist man mal froh, wenn es warm wird. Und da kann auch ein Föhn einfach heilig sein. Und wenn da 2 oder 3 Föhne vorhanden sind, sind die halt für den Schuhtrocknen gut. Ich selber habe mal einen ganzen Tag in McDonald's an der französisch-spanischen Grenze verbracht und habe mich mit dem Dan angefreundet. Dan Dreier heißt er. Wer sich in so Locations auskennt, der hängt in der Toilette und da kann man auf den Knopf drücken und der wird dann warm. Und ich habe wirklich unter dem Ding den ganzen Tag gesessen und habe geschaut, dass ich wieder einigermaßen trocken wäre. Die Belegschaft von McDonald's, die hatten den ganzen Tag auch keine Kundschaft. Es hat so eigentlich draußen geregnet, dass wir da fast allein verbracht haben. Und die haben mich dann mit Essen und Trinken versorgt. Und ich glaube, auf der Rechnung war dann ein Big Mac und eine Cola nur. Also ich kenne das, habe ich mehrfach erlebt, braucht man eigentlich nicht. Ne? Gesunde Regenklamotten sind super, aber wenn es da oben reinläuft und unten rausläuft, ist es auch wieder vorbei. In dem Sinne, wir holen jetzt Frühstück und dann geht's weiter. Wenn Moped einfach funktioniert, ne? Ja, ohne Witz. Ohne Witz. So, jetzt wollen wir hier einkaufen. Oli verpackt. Ich habe hier und hier auch gepackt. Und ich wollte einfach mal zeigen, wie lange der mal braucht, bis er fertig ist. Das ist echt elendig lang. So ätzend. Gesehen, die Ansicht mit dem Brot auf dem Lenker. Viel zu wenig. Ja, Klassiker, oder? Passt, oder? Auf!